Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Alpha 6300 und warum ich sie mir gekauft habe. Und das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe lange gerungen und mir die Alpha 6300 nicht zu kaufen, habe ich gedacht, für was? Ich brauche ja eine Kamera, die ein Klappdisplay hat. Die hat ein Klappdisplay, aber es geht halt nicht ganz weit auf. Das heißt, ich kann keinen Selfie-Modus machen und das brauche ich halt, wenn ich vlogge oder halt mich filme und dabei sehen will, ob der Fokus funktioniert. Sonst müsste ich ja immer mein Handy drauf machen und gucken, ob der Fokus stimmt und sowas nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, du hast ja eine Zweitkamera, das heißt, mit der kannst du dich ja filmen, vloggen. Und die Alpha 6300 nehme ich jetzt halt für Fotos machen, damit ich halt mit der fotografieren kann. Oder halt B-Rolls oder halt so kleine Sequenzen, die ich jetzt mit der aufnehmen kann. Es wäre halt schon geil, wenn ich mit meiner alten Kamera auch 4K aufnehmen könnte. Geht leider nicht, die funktioniert ja halt nur mit 1080 und deswegen habe ich mir gedacht, die wird halt nur zum Fotografieren sein, die andere nehme ich halt zum Aufnehmen. Obwohl die halt schöne Vorteile hat. Was mir halt sehr gefällt, ist dieses Rad hier. Man kann halt manuell fokussieren, also manuelle Einstellungen einstellen, oder man kann hier Vorgaben eingeben. Das heißt, ich kann auf den Punkt 1 und 2 kann ich dort Programme einstellen. Beispielsweise, ich mache dann dort meine Aufnahmen. Einmal die Einstellungen für die normalen Aufnahmen, dass ich halt kein Slow-Mo habe. Dann drehe ich das Rad auf die zweite Einstellung und da habe ich meine Slow-Mo-Einstellung. Das heißt, er kopiert die ganze Einstellung auf die Funktion. Das finde ich halt richtig geil, dass man das halt so schnell umstellen kann. Was auch schön ist, ich habe hier eine Tastenbelegung. Das heißt, ich kann die ganzen Tasten halt neu belegen und sagen, hier die Tasten da und da, die wird halt für diese Funktion gemacht. Bei mir habe ich jetzt eingestellt, die kleine Taste hier, dass ich, wenn ich die lange drauf drücke, den manuellen Fokus habe. Das heißt, wenn er jetzt mal nicht richtig fokussiert, ich halt draufdrücken kann, den manuellen Fokus einstellen kann, auslösen, loslassen, ist wieder mit automatisch Fokus. Dann habe ich die Belegung mir so gemacht, dass ich die Blenden hier einstellen kann, am Drehrad hier unten. Die ISO-Werte drehe ich am Rad hier ein, also stelle ich hier am Draht, weil die stelle ich ja sowieso nicht so viel ein, deswegen brauche ich das nicht am Rad. Bei der Funktionstaste hier, die oben drüber ist, habe ich die Möglichkeit, ich mache die mal an, Sachen einzustellen, die habe ich mir jetzt so belegt, dass ich dann hier habe Highspeed-Aufnahmen, dass ich halt schnell Serienaufnahmen machen kann. Dann den Fokusfeld, automatische Weißabgleich, wo er fokussiert, die ISO-Werte, das Speaking und dann habe ich jetzt noch, was habe ich eingestellt? Ja, dass sie halt geräuschlos fotografiert. Das heißt, wenn man jetzt unterwegs ist und man muss halt leise fotografieren, hat sie halt eine Einstellung, dass man halt geräuschlos fotografieren kann. Ich kann es euch mal zeigen, die wird jetzt, wenn ich das habe, fotografiert die so laut. Und wenn ich jetzt Ding mache, gleich, schreibe noch auf die Speicherkarte, wenn ich den Sound ausmache und wieder auslöse, da hört man nichts. Und das ist halt richtig geil, wenn man jetzt in der Kirche ist oder halt wo man nicht so laut sein soll, da kann man das halt schön mit der machen, kann man halt fotografieren. Was ich jetzt auch angefangen habe, das habe ich ja bei mir nicht gehabt, ich habe jetzt keinen Sucher gehabt. Und ich versuche jetzt letzter Zeit öfters über den Sucher zu fotografieren, weil ich finde, das ist halt sehr hilfreich, wenn es jetzt dunkel ist oder halt wenn die Sonne scheint, mal schnell in den Sucher rein und mit dem Sucher dann komplett alles scharf zu stellen und das ist ein sehr hilfreiches Mittel. Deswegen, die Kamera werde ich jetzt sehr gut zum Fotografieren nutzen, ab und zu mal kleine Aufnahmen mit ihr machen, weil sie halt nicht weil sie nicht das Display hat, um Selfie-Modus zu machen. Was sie aber hat, was noch gut ist, ist halt der Mikrofoneingang. Den kann man hier an den Blitzschuh, der hat hier so eine Abdeckung, krieg ich mal. Da kann man das Mikrofon drauf machen, das hier verbinden und dann hat man halt schon den Sound in der Kamera drin. Die Kamera hat auch einen eingebauten Blitz, wie jetzt bei meiner alten ist das auch drin verbaut. Das heißt, man braucht jetzt nicht mal auf den Blitzschuh einen Blitz drauf zu machen. Ich fotografiere auch eher wenig mit Blitz, sondern ich mache dann eher meine Aufnahmen und nutze halt Licht dazu. Also mit der Kombo von dem Objektiv 16:70 kann ich halt schön viel alles fotografieren, auch unterwegs.
wenn es halt mit dem Objektiv zu dunkel wird, habe ich ja noch mein 16 mm von Sigma, das 1,4er, und das verbinde ich halt da drauf und richtig Hammer, macht halt richtig Spaß mit der Kamera dann zu fotografieren. Jetzt habt ihr erfahren, wieso ich denn die Kamera jetzt gekauft habe, obwohl sie kein Klappdisplay hat, und ich danke also fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.